Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren V-Screen-Sim Tutorial Video. Heute geht es um die manuelle Verwendung von Inverse Kinematic anhand eines Gelenks. Um einzelne Objekte manuell mit Inverse Kinematic zu verbinden, werden drei verschiedene Objekte benötigt. Inverse Kinematic Knochen, Joints und Inverse Kinematic Control. Die Inverse Kinematic Joints sind die Objekte, welche eine Bewegung darstellen, anhand von zwei Referenzpunkten. Diese Referenzpunkte sind die Inverse Kinematic Bones. Das Inverse Kinematic Control kontrolliert dann alle Bewegungsabläufe der Joints. Um jetzt aus diesen zwei Dekorationselementen ein Gelenk zu machen, fügen wir als allererstes Inverse Kinematic Knochen ein. Da würde ich einmal hier, also da wo das Gelenk sein soll, den ersten an der Stelle von B1 einfügen und den zweiten ein bisschen weiter rechts, ungefähr in D2 drin, und einen allerletzten ganz hinten am Bewegungsapparat und würde die jetzt auch alle mal umbenennen. B1, B2 und B3. Wichtig bei diesen Bones ist, die Sphäre soll dort sein, wo am Modell die Bewegung passieren soll, und der Pfeil bzw. die Pyramide zeigt in die Richtung. Hier haben wir jetzt das Gelenk mehr oder weniger in gerader Stellung, also zeigen jetzt alle in diese gerade X-Richtung. Dann selektiere ich mir jetzt meinen ersten Knochen und sage, du bist mein Referenzpunkt. Bedeutet, ich gehe hier im Bone Control hin und pinne ihn mir als festen Referenzpunkt an. Das mache ich mit den anderen beiden nicht, weil die sollen sich ja bewegen bzw. ausrichten. Als nächstes füge ich insgesamt zwei iKey Joint Objekte ein. Einmal für B1 zu B2 und B2 zu B3. Die nenne ich jetzt auch gleich so um, B1 und B2 und B2 und B3. Dann nehme ich mir jetzt B1 und B2, gehe in den Object Linker und linke mir als ersten Referenzpunkt meinen Knochen 1 und als zweiten Referenzpunkt meinen Knochen 2. Hier ist es wichtig, dass es auch direktional ist, also auch Bone A muss B1 sein und Bone B muss ja auch B2 sein. Da richtet sich dann der Joint auch direkt aus zwischen diesen zwei Bones, kann ich aber für weiteres unsichtbar schalten. Dann nehme ich meinen zweiten, habe jetzt hier wieder auch den Object Linker und linke hier jetzt wieder direktional B2 zu B3. Hat sich auch hier wieder der Joint ausgerichtet und den schalte ich wieder unsichtbar. Dann kann ich jetzt hier in meinen Joints meine Bewegung definieren, sei sie jetzt translatorisch oder rotatorisch. Das mache ich hier im iKey Joint Object, kann ich über diesen Button mir neue hinzufügen. Und über das Dropdown-Menü kann ich hier definieren, was es für eine Art von Joint sein soll. Hier gibt es jetzt verschiedenste. Um jetzt hier eine Rotation zwischen B1 und B2 zu machen, füge ich einen Revolute Joint ein und überlege mir jetzt noch, in welcher Achse ich diesen rotieren möchte. Ich möchte ihn jetzt in die Y-Achse rotieren, also mache ich hier bei der Achse eine 1, hinten weg. Wichtig, Apply Change, damit ich die Veränderung auch habe. Ich möchte jetzt aber auch sicher gehen, dass ich zwischen diesen Knochen keinerlei translatorische Veränderung habe. Das heißt, ich füge mir noch einen hinzu und mache dafür einen Distance Joint hinein, der die Distanz hält bzw. keine neue translatorische Bewegung zwischen diesen zwei Knochen in diesem Joint zulässt. Apply wieder meine Changes und bin hier fertig. Als zweites selektiere ich mir jetzt B2, B3 und füge auch hier wieder Joints hinzu. Als erstes möchte ich ja hier die Rotation dieses Joints beibehalten. Dazu gibt es analog zum Distance Joint, der die Translation beibehält, den Angular Joint für die Rotation. Füge ich jetzt direkt ein. Das ist der erste, also muss ich jetzt hier natürlich nicht Changes applyen.
Und dann möchte ich auch hier keine translatorische Bewegung. Also gehe ich jetzt noch mit einem Distance Joint sicher, dass dies auch nicht geschieht. Als allerletztes Element füge ich jetzt vor dem Control hier noch ein Dekorationsobjekt ein. Nicht als Kind, sondern ganz oben. Und zwar ein Target. Dieses Objekt bewege ich jetzt am Schluss, das dann eben hier das Gelenk steuert. Also je nachdem, wie ich dieses Objekt dann bewege, soll sich dann auch mein Gelenk hier ausrichten. Dann mache ich noch eine Sache. Ich nehme hier mein D2 und reparente es an B3, damit es auch die Bewegung mitmacht. Jetzt füge ich mein iKey Control ein, also mein Gehirn für diese Inverse Kinematik. Kann hier jetzt per Object Linker sagen, was mein Target Bone ist. Das ist jetzt in dem Fall mein letztes Bewegungsablaufs und mein Target. Wie wir schon gesagt haben, ist das mein Scene Object, anhand dessen sich mein Bewegungsablauf ausrichten soll. Per Drag and Drop schiebe ich ihm jetzt hier einmal den Bone 3 zu und das Target. Jetzt sollte ich den selektieren können und man sieht, schon ist die Inverse Kinematik aktiv und in Y wird jetzt hier am Gelenk rotiert, je nachdem wie ich mein Target bewege. Wenn ich jetzt zwischendrin diese Bewegung deaktivieren möchte, beziehungsweise den ganzen Bewegungsablauf, kann ich das einfach machen. Ich selektiere mir mein iKey Control, gehe hier im Property Fenster und sage Use Activation Slot. Damit wird hier ein Slot aktiv. Da sehe ich jetzt, der ist jetzt schon false geschaltet. Also wenn ich jetzt wieder mein Target bewege, passiert nichts. Wenn ich wieder auf True umschalte hier, habe ich wieder eine Bewegung. Das wäre alles heute zum Gelenkbauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.